Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Schulungsvideo. Mein Name ist Nina und heute zeige ich dir, wie du so ein schönes Mega-Menü anlegen kannst. Das Menü ist quasi so ein aufklappbares Menü und du kannst das Menü mit verschiedenen Texten und aber eben auch hinterlegten Links bestücken. Und anhand von diesem Beispiel habe ich jetzt eben mal so die passenden Produktkategorien einfach als Menü hinterlegt und mich für 3 Spalten entschieden. Du kannst aber das Menü auch generell deutlich detaillierter gestalten oder eben ganz verschiedene Links deiner Wahl hinterlegen. Dafür würde ich dir auch noch gerne ein anderes Beispiel zeigen von einem Spielzeughändler. Und zwar, wie du hier siehst, hat der das Menü deutlich detaillierter gestaltet und einfach mehr Spalten und Kategorien aufgelistet, was auch total super ist, finde ich persönlich. Und ja, das heißt, du kannst einfach dein Menü so gestalten, wie es für dich und auch dein Produktsortiment einfach gut passt. Du kannst aber auch beispielsweise, wenn du jetzt diese Auflistung nicht benötigst, dann kannst du beispielsweise auch einfach so verschiedene einzelne Unterpunkte erstellen oder alternativ auch einfach einen Link hinterlegen, wie jetzt beispielsweise bei den Marken ist quasi kein Menü hinterlegt, sondern einfach ein Link. Das heißt, man kann auch so einzelne Verlinkungen erstellen mit dem Mega-Menü-Tool. Und wie man diese verschiedenen Menüs im Backend anlegt, das zeige ich dir einmal jetzt. Dafür können wir auch direkt schon ins Backend rüberspringen. Und das Mega-Menü findest du generell unter dem Reiter Bricks und Mega-Menü Brick. So, ich bin jetzt hier als Stadtmanager eingeloggt. Das heißt, ich könnte mir jetzt beispielsweise ein Menü erstellen für meinen AOS oder auch für meine Stadt, je nachdem, welche Funktion meine Plattform für mich hat. Und es kann sein, dass ich jetzt eben hier den Brick Stadt anlegen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du hier beispielsweise eine Stadtdomain anlegen kannst, also ein Menü für eine Stadtdomain. Der Unterschied da ist, dass wenn du beispielsweise ein Menü für eine Stadtdomain anlegst, dann wird das Menü nur auf der jeweiligen Domain angezeigt und nicht im CityZone-Kontext. Wenn du allerdings für eine Stadt dein Menü anlegst, dann wird das Menü sowohl auf CityZone-Ebene als auch auf der Domain angezeigt. Wenn du dir da nicht sicher bist, was du genau anlegen musst, dann kontaktiere uns gerne bitte. Die Kontaktdaten findest du unten in der Infobox, aber auch entsprechend am Ende vom Video. Also komm da gerne auf uns zu, wenn du dazu Fragen hast. Du kannst dich aber auch an deinen Projektbetreuer wenden. Genau, für mich gibt es eben nur die Möglichkeit, für die Stadt eben anzulegen. Das heißt, dieser Brick ist aber noch nicht angelegt. Zum Anlegen auf Hinzufügen klicken und das möchte ich jetzt auch auf jeden Fall gerne einmal machen. Genau, und schon habe ich eben die Möglichkeit, für mein Menü die verschiedenen Inhalte einzupflegen. Ich habe jetzt zuerst mal die Möglichkeit, eben verschiedene Spaltenanzahlen festzulegen. Das bedeutet einfach, je nachdem, mit welchem Gerät ein User die Plattform besucht, gibt es eben unterschiedlich viel Platz im Menübereich und deswegen kannst du die Spalten für das Menü für die verschiedenen Bildschirmgrößen einstellen. Von X-Large, Large und Mittel kann man eben hier verschiedene Spaltenanzahl eintragen. Hier wird auch immer beschrieben, für welche Bildschirmbreiten entsprechend die Spaltenanzahl dann festgelegt wird. Und ich habe auch noch einen kleinen Trick mitgebracht. Und zwar, wenn man jetzt hier den Tab einmal kurz löst, dann kannst du hier quasi auch anhand von der Größe des Fensters gucken, inwieweit sich dann entsprechend das Menü verändert und welche Spalten einfach gut aussehen. Da kann man sich einfach auf jeden Fall auch so ein bisschen durchtesten, was dann eben passend aussieht und für dein Menü einfach gut passt. Du kannst am Anfang einfach mal so die ersten Spalten eintragen und dann aber auch im Nachgang nochmal verändern und auch die Spalten jederzeit anpassen. Das ist auf jeden Fall jederzeit möglich. Genau, wie auch schon steht, alles darunter wird für die Mobilansicht als eine Spalte angezeigt. Das heißt, ein mobiles Menü wird dann quasi als eine Spalte angezeigt. Das kann ich dir auch gerne einmal zeigen. Genau, und zwar wäre das dann hier so. Und was ich auch noch gerne dazu sagen wollen würde, ist, dass es auf jeden Fall auch keine direkte Anzahlbegrenzung gibt, aber man müsste eben gucken,
ab wann es vielleicht dann ja zu voll wird. Deswegen probiere ich da auf jeden Fall gerne aus mit den Spalten. Gut, dann haben wir die Spaltenanzahl auf jeden Fall schon mal geklärt und würden uns jetzt einmal diese Menübereiche einmal ansehen. Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, ein separates Menü für Mobile anzulegen, aber auch ein separates Menü für Desktop. Und bei Desktop unterscheidet sich nochmal die Bereiche, hier der linke Bereich oder der rechte Bereich. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall die Wahl, ob ich ein anderes Menü für die Desktop-Version anlege oder nicht. Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, dass ein mobiles Menü immer angelegt werden muss. Dieses wird dann nämlich auch als Desktop-Menü ausgespielt, sollte kein separates Desktop-Menü angegeben werden, so wie hier eben auch als Hinweis vermerkt ist. Genau, das Desktop-Menü kann eben zusätzlich zum mobilen Menü angelegt werden. Dann würde eben in der mobilen Version das mobile Menü angezeigt werden und auf dem Desktop-Menü das Desktop-Menü links. Und genauso auch wie für Desktop-Menü rechts, wenn man eben für den Desktop auch einen rechten Bereich noch ein Menü anlegen möchte, dann kannst du das eben hier machen. Wichtig ist aber auch, dass eben dann dieser Bereich nicht in der mobilen Version angezeigt wird. Genau. Jetzt für mein Beispiel würde ich auf jeden Fall einfach mal das mobile Menü anlegen und gehe hier einmal auf Hinzufügen. So, ich möchte jetzt mit euch auf jeden Fall so ein aufklappbares Menü erstmal anlegen. Das heißt, ich würde jetzt als Typ erstmal wählen ein Untermenü, weil ich möchte ja ein aufklappbares Menü erstellen. Und dann kann ich jetzt erstmal diesen oberen Bereich, also jetzt Spielzeug und Spiele in meinem Fall, an dem Beispiel kann ich jetzt hier als Linktext eingeben und hier dann entsprechend die passende URL, das ist dann gerade für diese Unterlinks sozusagen interessant, und würde dann eben erstmal meinen Menütitel hier eingeben. Genau, die URL ist in dem Fall jetzt eigentlich nicht relevant, weil ich ja das aufklappbare Menü habe. Und dann würde ich hier bei Menü Elemente auf Hinzufügen klicken und würde jetzt wiederum Untermenü auswählen, weil wir damit quasi dieses Fettgedruckte erzeugen und dann unter diesem Untermenü eben diese Links anlegen können. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall mein fettgedrucktes Element angelegt. Ich kann hier übrigens auch immer noch auswählen, ob denn der Link in einem neuen Tab geöffnet werden soll oder nicht. Das kann man hier einfach mit dem Button betätigen oder wieder entfernen. Und genau, jetzt möchte ich eben entsprechend unter Spielzeug möchte ich einen Link hinzufügen. Das wäre dann beispielsweise Spielzeug für draußen. So, und dasselbe mache ich dann eben auch für das weitere Untermenü, dass ich einfach hier bei Typauswahl den Link nehme und hier einfach dann noch beliebig viele weitere Linktexte und URLs hinzufüge. So, ich habe jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken hier 3 Links quasi hinzugefügt und würde jetzt auf jeden Fall schon mal zwischenspeichern und dann können wir uns das einmal kurz ansehen, beziehungsweise können wir jetzt mal ganz kurz erstmal zurück zur Typenliste gehen. Sobald wir nämlich einmal gespeichert haben, sieht man jetzt hier, kann man eben im Nachhinein natürlich auch dieses Menü nochmal bearbeiten, ergänzen oder dann hier eben auch löschen. Und kann hier dann einfach nach und nach weiterarbeiten. Ich würde mir jetzt einmal diese Seite oder diese Stadt, die wir eben bearbeitet haben, einmal kurz aufrufen. Da greift jetzt gerade noch das Standardmenü von der Plattform. Und wenn wir jetzt eben einmal aktualisieren, dann sieht man hier diesen Punkt, den wir gerade gemeinsam angelegt haben, mit eben Spielzeug oben und diese 3 Links darunter. Genau, und so können wir jetzt einfach hergehen und Schritt für Schritt das Menü weiter füllen. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne neben Spielzeug noch einen weiteren Punkt hinzufügen, dann würde ich einfach mir Spielzeug und Spiele, den äußeren Rand quasi merken und hier quasi einmal auf Hinzufügen klicken, damit wir quasi noch unter der Oberkategorie bleiben. Und würde dann sagen, hier möchte ich jetzt nochmal ein neues Untermenü, was dann beispielsweise heißt, so wie hier vielleicht die Spiele, und packe darunter einen Link.
damit wir dann quasi Forschen, Puzzles und Geduldsspiele beispielsweise hinterlegen können. So, genau, dann würde ich einmal noch mal kurz zwischenspeichern und nochmal aktualisieren. Und wie man sieht, ist jetzt auch der zweite Punkt vorhanden. Du kannst natürlich jetzt dein Menü beliebig erweitern, so wie du möchtest. Die Vorgehensweise ist eigentlich so, ja, wie jetzt gerade. Das heißt, ich nehme einfach hier diesen äußersten Rand, diesen äußersten Punkt, gehe auf Hinzufügen und würde dann eben entsprechend ein neues Untermenü erstellen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt einen komplett neuen Punkt, also hier daneben beispielsweise auch basteln und malen, dann würde ich jetzt hier auf die ganz letzte Ebene gehen, weil ich ein komplett neues Untermenü quasi erstellen möchte. Das würde ich dann einfach auch so machen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Wir können aber auch sagen, okay, ich möchte gerne eben so ein Menü erstellen, wie beispielsweise hier. Dann würden wir jetzt auch wieder als Typauswahl ein Untermenü erstellen und würden aber dann sagen, ich lege direkt einen Link an. Genau, je nachdem, was dann eben hier für ein Link für euch sinnvoll ist, wird dann eben ein sinnvoller Link hinterlegt. Und dann würde ich es einmal kurz speichern und nochmal aktualisieren. Genau, jetzt sieht man, hier ist auf jeden Fall Feste und Anlässe hinzugekommen. Und jetzt ist es eben einfach so ein einzelner Link. Ich kann aber auch sagen, wir fügen nochmal einen komplett neuen Punkt hinzu, wie beispielsweise hier diese Marken. Wir können den auch gerne schon mal hier rechts anlegen. Dann würde ich jetzt beispielsweise hier bei Desktop-Menü rechts auf Hinzufügen gehen und direkt den Link auswählen, weil wir möchten jetzt kein Untermenü haben, sondern wir möchten jetzt einen direkten Link hinterlegen, also eine direkte Verlinkung. Und gebe dann hier wieder meinen Linktext und die passende URL ein. So wie ich jetzt einmal gemacht habe, speichere einmal zwischen. Und wie man sieht, wird man dann auch hier direkt auf die hinterlegte URL weitergeleitet. So, ich hätte noch einen kurzen Hinweis. Soweit haben wir nämlich die verschiedenen Menüarten und wie man sie anlegt besprochen. Angenommen, du erstellst hier ein neues Menü und wählst aber dann beispielsweise hier entsprechend den Link aus, wolltest aber eigentlich ein Untermenü anlegen, dann müsstest du tatsächlich dieses Element nochmal komplett löschen. Das heißt, man kann nachträglich nicht einstellen, ob man jetzt einen Link oder ein Untermenü anlegen wollte, nur dass du da Bescheid weißt, dass du genau da einfach guckst, dass du auch den richtigen Typ hier auswählst. Und dann würde ich dir ganz gerne noch die Sortierung zeigen. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, wenn wir hier den Bereich jetzt noch mal kurz löschen, du hast nämlich auch die Möglichkeit, natürlich dein Menü auch im Nachhinein noch mal zu sortieren. Das kannst du zum einen genau hier bei dem Sortieren-Button, dass man sagt, okay, ich möchte gerne die verschiedenen Oberpunkte sortieren. Dann gehe ich hier einfach auf Sortieren und kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte gerne Feste und Anlässe, möchte ich gerne vor Spielzeug und Spiele. Dann schiebe ich den einmal hoch, gehe auf Sortierung übernehmen und gehe auf Speichern. Und dann wird entsprechend die Reihenfolge hier auch getauscht. Ich kann aber auch sagen, okay, ich möchte gerne innerhalb von Spielzeug und Spiele das interaktive Spielzeug ganz nach oben packen. Dann kann ich einfach hergehen und sagen, ich möchte hier sortieren. Das ist jetzt quasi bei Spielzeug und Spiele die Überkategorie. Und ich möchte hier die verschiedenen Menüelemente sortieren. Dann kann ich sagen, ich gehe hier auf Sortieren und schiebe einfach das interaktive Spielzeug nach oben, Sortierung übernehmen und speichern. Und wenn wir hier auch einmal aktualisieren, dann ist jetzt das interaktive Spielzeug ganz oben. Du hast übrigens auch die Möglichkeit, dass du dein komplettes Menü farblich anpasst. Das kann man grundsätzlich über die Lokalisierungen machen. Solltest du die Lokalisierungen noch nicht kennen, dann melde dich sehr gerne bei uns oder auch bei deinem Projektbetreuer. Dann würden wir entweder für dich das einmal einrichten oder dir zeigen, wie du das machen kannst.
Und ja, wir hatten jetzt eigentlich auch soweit alle Punkte besprochen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg beim Anlegen deines Menüs. Bei Fragen melde dich bitte sehr, sehr gerne bei uns oder auch bei dem Projektbetreuer. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Schulungsvideo.